Hallo Freunde, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich Ihnen kurzfristige Kauf- und Verkaufstaktiken mit den Indikatoren und Techniken, die ich in der Schulungsreihe zur technischen Analyse erläutert habe. Wie können wir mit den Indikatoren, die ich in der Trainingsreihe erläutert habe, kurzfristige Kauf- und Verkaufssignale generieren? Diese zeige ich euch heute. Bevor Sie zum Video übergehen, finden Sie in den Beschreibungen des Videos eine Telegram-Adresse. Wenn Sie Fragen zu den von mir erklärten Schulungen haben, können Sie mich dort erreichen und fragen, was Sie wollen, Freunde. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Kommen wir nun zu unserem Video. Wir werden heute Unterstützung von der Bollinger Band in unserer Kauf- und Verkaufstaktik bekommen. Unser Hauptindikator wird also heute das Bollinger Band sein und wir werden eine Kauf- und Verkaufstaktik auf das Bollinger Band anwenden. Ich erwähne das Bollinger Band aus dem Abschnitt mit den Indikatoren. Wie Sie sehen können, habe ich Ihnen das Training des Bollinger Bandes gegeben. Lassen Sie mich Ihnen kurz erzählen, wie es ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt. Wenn die Kerzen unter der unteren Linie des Bollinger Bands schließen, wie Sie sehen können, prognostizieren wir hier einen Preisrückgang. Wie Sie sehen können, kommt der Niedergang. Ebenso, Freunde, wenn die Kerze das Bollinger Band berührt und schließt, spielt es keine Rolle, ob die Dochtnadel herausgezogen ist. Danach sagen wir voraus, dass es ein Kaufsignal geben wird und danach würde es einen Aufwärtstrend geben. Und die Bollinger Band hat auf diesem Chart sehr gut funktioniert. Es berührt dort wieder und erzeugt ein Verkaufssignal und der Rückgang beginnt. Ebenso gibt es eine Schließung außerhalb des Kanals der Bollinger Band und wieder kommt der Rückgang. Wie weit? Hier schließt die Kerze im unteren Kanal des Bollinger Bandes. Es schließt sich im Kanal, wenn auch nur sehr leicht. Wie Sie sehen können, gibt es danach einen kleinen Anstieg. Kerzen berühren die untere Linie. Ein kleiner Anstieg kommt wieder, es berührt wieder. Es berührt wieder mit einem kleinen Anstieg. Ebenso konnten wir, als die Kerze über dem Bollinger Band schloss, vorhersehen, dass der Aufwärtstrend kommen würde. Natürlich, wie gesagt, Freunde, wir verwenden niemals einen Indikator allein. Denn meistens können wir auf falsche Signale hereinfallen und Verluste machen. Gehen wir etwas zurück. Es wird zwei weitere Indikatoren geben, die wir heute bei der Verwendung des Bollinger Bands verwenden werden. Daher werden wir heute das Bollinger Band mit zwei Indikatoren bestätigen. Welche sind das? Einer ist der Geldinput- und Output-Indikator, nämlich MFI. Ich eröffne den Moneyflow-Index, MFI, Jungs. Ich nehme keine Änderungen an dieser Einstellung vor. Der andere Indikator ist stochastisch. Ich schalte den stochastischen Indikator ein. Wie Sie sehen können, ändere ich die Eingaben dafür. Ich habe beide unterrichtet. Wenn Sie an einer Stelle stecken bleiben, können Sie sich verbessern, indem Sie sich das Trainingsvideo ansehen, bei dem Sie aus den Trainingsvideos festhalten. Ich klicke auf die stochastische Eingabeeinstellung, ich ändere den Wert von 14 auf 10. Ich ändere die Eingangseinstellung von 3 auf 21. Wie Sie sehen, ist es so. Worauf achte ich hier? Jetzt hat der Preis hier den unteren Kanal des Bollinger Bandes berührt. Ich hätte hier gehandelt, ich hätte falsch liegen können. Ebenso schloss hier die Kerze außerhalb des Kanals und es gab einen Rückgang. Ja, das stimmt, es hat das richtige Signal gegeben. Es gab wieder einen Anstieg, aber ich wäre in dieses falsche Signal geraten. Ich könnte noch im Prozess bleiben. Auf diese Weise können Sie es, wie gesagt, auf 15 Minuten, 5 Minuten, 30 Minuten, 4 Stunden und Tagescharts anwenden, um nicht auf gefälschte Signale hereinzufallen. Was bestätige ich hier? Was war der Indikator, den wir MFI-Indikator nannten? Wenn der MFI-Indikator steigt, gibt es dort einen Kauf und der Kauf nimmt auf diesem Chart zu. Was war stochastisch? Der K-Wert gab ein Kaufsignal, als der D-Wert nach oben kreuzte. Der K-Wert war blau, das Orange war der D-Wert. Es erzeugte ein Kaufsignal am Aufwärtskreuz. Machen wir jetzt eine Vermutung. Sie haben hier gehandelt, weil es das Bollinger Band berührte und dann ein Rückgang folgte. Nehmen wir also an, dass Sie hier vom Durchschnitt handeln. Sie sind in einem Abwärtstrend stecken geblieben oder ins Stocken geraten, bisher einem Abwärtstrend von 7%. Wir werden uns von anderen Indikatoren, die wir geöffnet haben, Unterstützung holen, um hier nicht in das falsche Signal zu geraten. Das Bollinger Band erzeugt hier ein Kaufsignal. Das heißt, es erzeugt ein Kaufsignal, weil es das untere Kanalband berührt. Worauf wir jedoch achten müssen, ist unser MFI-Indikator, unser Geldflussindikator, der weiter sinkt. Dies zeigt uns, dass es im aktuellen Kryptogeld einen Verkauf gibt und es zu einem Geldabfluss kommt.
Sehen Sie, wie Sie sehen. Wir haben es hier bestätigt. Lassen wir uns von der Stochastik bestätigen. Es gab hier ein Kaufsignal und die Stochastik gibt immer noch ein Verkaufssignal. Wie Sie sehen können, schneidet sich der K-Wert nicht mit dem D-Wert. Wann gibt es ein Kaufsignal für uns Freunde? Schauen Sie sich die Kerze da drüben an. Die Kerze hier zeigt uns auch, dass im MFI-Indikator Geld fließt, dass er jetzt langsam steigt und begonnen hat, ein Kaufsignal zu geben. Es zeigt, dass sich die Käufer vervielfachen. Wie man sieht, gibt es hier noch eine Sammlung. Der Preis schwankt zwischen dem unteren Band und dem mittleren Band des Bollinger Bandes. Stochastik erzeugt hier ein Kaufsignal, wie Sie sehen können, Leute, genau hier. Denn jetzt wandert die Stochastik nach oben und schneidet hier den D-Wert. Es erzeugt ein Kaufsignal. Inzwischen ist auch unser MFI-Indikator gestiegen. Es besagt, dass Geld fließt und sich die Käufer vermehren. Und wir bestätigen hier den Preis und geben die Transaktion ein. Angenommen, wir kommen von hier, Freunde. Wir bekommen hier 16% Gewinn. Wir würden einen Gewinn von 17% erzielen, Freunde. Wie Sie sehen, ergibt sich auch hier ein Verkaufssignal für uns. Wenn wir es betrachten, erzeugt es oben ein Verkaufssignal und unser MFI-Indikator verbindet es oben mit der horizontalen, wie Sie sehen können, und jetzt beginnt hier eine Stagnation. Wenn Sie hier eine Stagnation sehen, das heißt, wenn sich Käufer und Verkäufer nicht vermehren und sich der Markt vollständig horizontal bewegt, schauen Sie sich den stochastischen Indikator an. Wie Sie sehen können, hat unser stochastischer Indikator dieses Mal damit begonnen, ein Abwärtssignal zu erzeugen. Und der Preis liegt über dem Bollinger Band, also sagt er uns wahrscheinlich bereits, dass der Rückgang kommt. Und wie Sie von hier aus sehen können, gibt es wieder einen Sturz. Schauen wir uns die zukünftigen Termine an, Jungs. Auch hier hat es für uns ein Kaufsignal erzeugt. Wir überprüfen es sofort mit unseren anderen Indikatoren. Es hat hier den unteren Kanal des Bollinger Bandes berührt, aber unser MFI-Indikator sagt uns, dass es einen Geldabfluss gibt. Mit anderen Worten, beide MFIs erzeugten für uns bei einem schwachen und vollständigen Zusammenbruch ein Kaufsignal. Sowohl die Stochastik als auch das Bollinger Band erzeugten ein Kaufsignal für uns. Also eine Kerze, zwei Kerzen von hier, wir nehmen hier den Gewinn mit und steigen aus dem Handel aus. Auf diese Weise können Sie, selbst wenn die Kerze das Bollinger Band nicht berührt, es mit anderen Indikatoren unterstützen. Schauen Sie hier, nach einer kleinen horizontalen Bewegung gab es einen Geldabfluss. Ebenso zeigte unser stochastischer Indikator einen Abwärtstrend. Auch hier können Sie die Transaktion beenden, indem Sie dies bestätigen. So benutze ich es. Genauso, wie Sie beispielsweise hier sehen können, gibt es eine Panne. Und auch hier hat der Docht außerhalb des unteren Kanals des Bollinger Bands gehangen, aber er hat wieder eine Kerze innerhalb des unteren Kanals des Bollinger Bands geschlossen. Hier sehen wir das Bollinger Band als Kaufsignal, aber wie immer müssen wir es bestätigen. Wenn wir es uns ansehen, zeigt dieser Teil wieder, dass der Geldfluss horizontal und nach unten verläuft, aber die Stochastik bestätigt uns dies nicht. Es heißt, der Verkauf geht weiter. Das Verkaufssignal setzt sich bei Stochastik fort und erzeugt dort gefälschte Signale. Auch das Bollinger Band tappt in die Fixsignalfalle. Mit anderen Worten, wie würden wir hier einen Verlust loswerden? Wir würden auf die Bestätigungskerze warten. Aber ich warte nicht auf die Bestätigungskerze, ich skalpiere. Ich gehe Transaktionen schnell ein und aus. Ich hätte hier einen Verlust gemacht und hätte aufgehört. Ich hätte einen kleinen Stop-Loss gehabt, sobald ich hier die rote Kerze gesehen hätte. Sobald die rote Kerze hier ihren Höhepunkt erreicht hat und unter das mittlere Band sinkt, werde ich den Handel verlassen. Was habe ich Ihnen gesagt, als ich das Bollinger Band beschrieb? Das mittlere Band des Bollinger Bandes ist der einfache gleitende Durchschnitt. Wenn der Preis nicht über dem mittleren Band des Bollinger Bandes schließt, steige ich hier wahrscheinlich trotzdem aus. Denken Sie an die Punkte, die ich im Bollinger Band Training erklärt habe. Eine kleine Menge könnte mir schaden, vielleicht auch nicht. Ich würde diesen Prozess schließen. Dann erzeugt er natürlich weiterhin ein Verkaufssignal. Hier sehen Sie den Ausverkauf und er befindet sich immer noch innerhalb des Bollinger Bandes, aber er berührt ständig den unteren Kanal. Es erzeugt für uns ständig ein Kaufsignal. Wenn wir von hier aus gehandelt hätten, hätten wir einen solchen Verlust erlitten. Wieder wollten wir auf den Hügel dort drüben warten. Wann gibt er ein Kaufsignal für uns, Freunde? MFI zeigt uns, dass es noch Verkäufer gibt, das Geld abfließt und bestätigt es. Unser stochastischer Indikator zeigt auch, dass es Verkäufer gibt und der Abwärtstrend anhält. Es gibt kein Kaufsignal. Wo geben Sie ein Kaufsignal, Freunde? MFI erzeugt hier ein Kaufsignal.
Es zeigt, dass es einen Geldzufluss in das Kryptogeld gibt, in dem wir uns befinden. Aber unsere Stochastik erzeugt noch kein Kaufsignal für uns. Was wir tun, ist, die Indikatoren hier zu bestätigen. Wenn sich unsere D-Linie der orangen Linie nähert und nach oben kreuzt, können wir nun dem Kaufsignal folgen. Betrachten Sie es also jetzt als Kaufsignal und versuchen Sie es zu bewerten. Handeln Sie unbedingt mit einer Stop-Loss-Order. Wenn die D-Linie und die K-Linie nach oben kreuzen, sagt uns unser MFI-Indikator bereits, dass es Käufer gibt. Es bestätigt dies. Wenn wir es betrachten, bestätigen wir, dass das Bollinger-Band ein Kaufsignal von der unteren Seite gibt, da sich die Kerzen bereits im unteren Kanal befinden. Was machen wir, Jungs? Wenn es sich hier schneidet, schneidet sich diese Kerze auch, wir treten von hier aus wieder ein. Wenn wir in dieser Region in die Transaktion einsteigen und die Transaktion dort verlassen, unter der Annahme, dass sie dort berührt, erwarten Sie keine Bewegung, die definitiv dort in Kontakt kommt. Angenommen, wir bekommen die Mitte. Hier und da, Freunde, bringt es eine Profitrate von 9,5%. Wenn Sie es bereits am Markt einsetzen, das heißt, wenn Sie mit Futures handeln. Sie können die Rückgänge auch bewerten, indem Sie hier Short-Transaktionen im oberen Kanal des Bollinger-Bands eröffnen. Lassen Sie uns darauf achten, Trades zu eröffnen, indem wir den Indikatoren folgen und sie miteinander bestätigen. Kommen wir etwas näher, Freunde, das Bollinger-Band hier zeigt uns, dass der Markt horizontal verläuft, wie Sie sehen können. Aber es zeigt sich immer, dass es Käufer gibt, Geld auf den Markt kommt und neue Käufer auf den Markt kommen. Wenn sich das Bollinger-Band so horizontal bewegt, gehen Sie nicht zu sehr in die Trades. Denn das Bollinger-Band zeigt uns nicht die Richtung des Trends. Es hilft uns, einen Ausbruch nach unten oder oben vorherzusagen. Wenn Sie also ein horizontales und schmaleres Bollinger-Band wie dieses sehen, gehen Sie nicht zu viel in den Handel. Sie können in Bereichen handeln, in denen es eine Lücke im Bollinger-Band gibt, solange Sie den Indikatoren folgen. Wenn wir es betrachten, Freunde, berührt es hier und erzeugt hier ein Kaufsignal. Auch hier erzeugen Sie ein Kaufsignal, Freunde. Hier kommt die grüne Kerze, gefolgt von einem einzelnen Verkauf und einer Reaktion aus dem mittleren Band des Bollinger-Bands. Denn hier gibt es einen horizontalen Markt. Hier kommt eine rote Kerze. Dann generiert Stochastik wieder ein Kaufsignal. Warum gab die Stochastik ein Kaufsignal? Stochastik gibt schnell ein konstantes Kauf- und Verkaufssignal. Es reagiert sehr schnell, da es die Geschwindigkeit unseres Preises misst. Achten wir darauf, damit wir diese Information nicht vergessen. Wie Sie sehen, gibt die Stochastik hier ein Kaufsignal. Wir sehen, dass es einen Geldzufluss gibt und dass es von hier aus einen Anstieg gibt. Hier erzeugt die Stochastik kein Verkaufssignal. Die Stochastik erzeugt in dieser Region ein Verkaufssignal, und unser Geldflussindex ist in dieser Region ebenfalls flach. Hier sind unsere Indikatoren, die uns zeigen, dass der Prozess von nun an beendet wird. Freunde, was ich Ihnen sage, ist keine Anlageberatung. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, wie wir eine Kauf- und Verkaufsstrategie für uns selbst erstellen können, indem wir die Indikatoren in den von mir erläuterten Indikator-Schulungsvideos verwenden. Das Video dient rein pädagogischen Zwecken. Ich hoffe, es hilft dir. Sie können die hier angezeigten Indikatoren ändern. Sie können die Eingabewerte nach Ihren Wünschen anpassen, Sie können eine andere Lautstärkeanzeige verwenden, nicht die MFI-Anzeige. Sie können die Einstellungen des Bollinger-Bands ändern. Ich habe diese im Trainingsvideo jedes Indikators erklärt. Wenn Sie diese Dinge richtig und diszipliniert tun, ist Ihre Verdienstwahrscheinlichkeit sehr hoch. Sie werden verlieren und profitieren, aber denken Sie daran, eröffnen Sie niemals einen Trade ohne Bestätigung durch die Indikatoren. Wenn der Indikator ein Verkaufssignal gibt, bestätigen Sie Ihr Signal mit einem anderen Indikator. Und stellen Sie sicher, dass Sie Stop-Loss verwenden, öffnen Sie keinen Trade ohne Stop-Loss, Sie werden große Verluste machen. Wenn es ein Kaufsignal gibt, prüfen und kaufen. Verliere dich nicht, das meine ich. Sie können die kurzfristige Kauf- und Verkaufsstrategie, die ich Ihnen heute gesagt habe, in jedem Zeitraum anwenden. Sie können es in jeder Periode nach Ihren Wünschen anpassen. Das ist alles, was ich euch zu sagen habe. Ich hoffe, du magst es. Ich hoffe, ich helfe Ihnen. Ich hoffe, Sie werden mehr verschiedene Strategien entwickeln, indem Sie mehr hinzufügen, und Sie werden sehr erfolgreich sein. Wie gesagt, in der Beschreibung des Videos ist eine Telegram-Adresse, wenn du nicht weiterkommst oder eine Frage stellen möchtest, kannst du mich kontaktieren und fragen. Friends, ich versuche zu helfen, so gut ich kann. Wie gewöhnlich. Unsere Schulungsvideos werden fortgesetzt.
Auf die gleiche Weise werde ich weiterhin erklären, wie wir ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugen und wie wir mit dem, was wir gelernt haben, eine Strategie erstellen. Pass auf dich auf Wiedersehen, ich wünsche dir viel Glück, bis bald.